In meinem letzten Video zur Entstehung der Baugenossenschaften bin ich schon kurz auf die Gartenstadt Zehlendorf eingegangen und habe erwähnt, dass sie in mehreren Bauabschnitten errichtet wurde. Und gerade diese verschiedenen Bauphasen machen diese Anlage einzigartig, denn sie dokumentieren die Entwicklung des von der Gartenstadtidee geprägten Siedlungsbau vor dem Ersten Weltkrieg zum Großsiedlungstypus der Weimarrepublik in den 20er Jahren. Die Bausubstanz der Siedlung ist bis heute weitgehend erhalten geblieben. Kriegsschäden wurden in den 50er Jahren behoben. Wegen seiner baugeschichtlichen Bedeutung steht das Ensemble seit 1985 bzw. seit 1995 unter Denkmalschutz. Aber schauen wir uns die verschiedenen Bauphasen unter den jeweiligen gesellschaftlichen Bedingungen doch genauer an. Nach der Reichsgründung 1871 hatte sich Zehlendorf von einem Bauerndorf zu einem Vorort Berlins entwickelt. Entlang der Bahnstrecke, etwa auf halbem Wege zwischen Berlin und Potsdam gelegen, bot Zehlendorf zu Beginn des 20. Jahrhunderts exklusives Wohnen in Villenkolonien im Grünen mit guter Anbindung an die Stadt Berlin. So am Schlachtensee um den Bahnhof Zehlendorf West, heute Mexikoplatz, und den Nikolassee. Terraingesellschaften verkauften erschlossene Grundstücke oder bereits schlüsselfertige Landhäuser an vermögende Berliner. Drumherum gab es, wie auch an dieser Stelle, landwirtschaftlich genutzte Flächen. Der Bebauungsplan von 1910 sah für dieses Gebiet ebenfalls freistehende Einfamilienhäuser und Villen vor. Von daher gab es anfangs Widerstände gegen den geplanten und in jener Zeit kaum bekannten Bau von Reihenhäusern, den der Beamtenwohnungsverein plante. Dieser war im Jahr 1900 gegründet worden und die ersten Anlagen, die errichtet wurden, waren noch auf die Reform des Berliner Mietshauses ausgerichtet gewesen. Aber inspiriert durch die Ideen der deutschen Gartenstadtbewegung wuchs auch in der mittleren und unteren Beamtenschaft der Wunsch nach naturnahem Wohnen. Freistehende Einzelhäuser waren für sie aber nicht bezahlbar. In Frage kamen nur Einfamilienhäuser in Form von Reihenhäusern. Das war eine ganz neue Herausforderung für die Genossenschaft. Man ließ die Mitglieder per Fragebogen über den bevorzugten Haustyp sowie den gewünschten Vorort abstimmen. Die Mehrheit wählte die kleinsten Haustypen mit entsprechend geringer Mietbelastung und einen Vorort im Westen. Nach längeren Vorverhandlungen konnte schließlich ein 7 Hektar großes Grundstück, das dem Zehlendorfer Bauern Zinno gehörte, zu einem Preis von 450.000 Mark erworben werden. Das dürfte etwa 2,5 Millionen Euro heutzutage entsprechen. Hauptmerkmale der Gartenstadtbewegung waren die Gruppierung der einzelnen Häuser zu Hausgruppen, geschwungene Straßenführung, eine besondere Gestaltung der Blockecken sowie die Gestaltung von Vorgärten. Und natürlich gab es auch Nutzgärten. Im August 1912 lagen die Entwürfe von Paul Mebis für die ersten 7 Wohnhausgruppen in offener Blockrandbebauung vor und schon am 1. April 1913 waren die ersten 52 Wohnungen bezugsfertig. Paul Mebis distanzierte sich vom damaligen Zeitgeschmack und orientierte sich lieber an der Palais- und Bürgerhausarchitektur aus der Zeit um 1800. Die Hausgruppen werden daher durch klassizistisch anmutende Formenelemente dominiert. Nur die reinen Endhäuser und die mittleren Häuser wurden hervorgehoben und Mebis benutzte vielfältige Gestaltungsmittel auch für die Hauseingangsbereiche. Die Gartenfassaden verweisen auf den Einfluss der englischen Landhausarchitektur und haben paarweise zusammengefasste Hauslauben. Bereits zum Zeitpunkt der Fertigstellung der ersten Wohnhausgruppen lagen schon die Pläne zur Erweiterung der Siedlung vor. Bis zum Oktober 1913 entstanden so 40 weitere Reihenhausbauten. Hier schuf Mebis einen kleinen Platz, quasi den Mittelpunkt der Siedlung. Eine Hausgruppe wurde zurückgesetzt, statt des herkömmlichen Hausgartens gibt es hier einen tiefen Vorgarten. Der Gartenbereich wird damit erlebbar gemacht, ein weiteres Gestaltungselement der Gartenstadtbewegung. Das Straßenbild ist hier nochmal abwechslungsreicher. Die Häuser haben unterschiedliche Grundrissvarianten von 3,5 bis 6,5 Zimmer. Alle Haustypen sind zweigeschossig, haben Keller und Dachboden und wie gesagt einen Vor- und Nutzgarten. Die Monatsmiete für das kleinste Haus betrug zu Beginn 63 Mark, umgerechnet etwa 350 Euro. Auf Wunsch konnte man gegen einen Mietzuschlag eine Zentralheizung statt der üblichen Ofenheizung einbauen lassen. Mieter waren zumeist mittlere Staats- und Kommunalbeamte. Dienstboten und Hausmädchen gehörten damals in der Regel noch zum Haushalt. Für die einzelnen Hausgruppen gestaltete der Architekt unterschiedliche Zauntypen. Im Rotersteig gab es ehemals sogar eine Pergola, einen raumbildenden Pfeiler- und Säulengang. In den 50er Jahren wurde leider alles durch einen Polygonzaun ersetzt. Es sollte noch weiter gebaut werden, aber der Ausbruch des Ersten Weltkriegs stoppte die Pläne.
Nach dem Krieg war die Wohnsituation noch katastrophaler als zuvor. Es fehlten weit über 100.000 Wohnungen in Berlin. Baupreise stiegen explosionsartig, es herrschte Baustoffmangel. 1918 wurde im Beamtenwohnungsverein daher erstmals die Untervermietung gestattet. Der zweite Bauabschnitt der Gartenstadt konnte in den Jahren 1919 bis 1921 zwar realisiert werden, aber der Zwang zur Wirtschaftlichkeit, der sich aus der ökonomischen Situation im Nachkriegsdeutschland ergab, führte zu einer geringeren Wohnungsgröße und schlichteren äußeren Gestaltung. Der Plan von 1913 wurde überarbeitet, die Reihenhäuser stark vereinfacht und zu kurzen Reihen angeordnet. Es entstanden insgesamt 58 zweigeschossige Reihenhäuser in 11 Hauszeilen. Es gab auch nur 3 Haustypen mit Variationen an den Eckbauten und den Doppelhäusern. Der Gestaltung der Außenanlage wurde wiederum eine besondere Aufmerksamkeit zuteil, allerdings reichten die Mittel nur für einfache Lattenzäune. Viele Architekten suchten nach dem Kriege nach neuen Formen des Ausdrucks. So gehörten Mebis und Emmerich 1919 zu den Mitunterzeichnern des Aufrufs zum farbigen Bauen, wie auch Bruno und Max Taut, Walter Gropius, Hans Scharoun und andere. Eine farbige Architektur wurde von ihnen nach den Jahren des Krieges als eine Art Befreiung begrüßt. Im zweiten Bauabschnitt setzten Mebis und Emmerich daher Farbe erstmals ganz bewusst als Mittel zur Gestaltung von Fassaden und einzelnen Bauteilen wie Fensterläden und Vordächern bei ihren Bauten ein. Im Gegensatz zu Taut verwendeten sie die Farbe aber nicht flächig, sondern differenzierten die einzelnen Reihenhäuser durch umlaufende Farbrahmen in den Tönen Blau, Orange und Rot. Auch Fenster und Türen wurden mit der jeweiligen Farbe der Hausumrahmung eingefasst. Die Rundbogenfenster im Erdgeschoss waren eine Reminiszenz an die Blendbögen des ersten Bauabschnitts. Selbstversorgung mit Obst und Gemüse und die Kleintierhaltung war damals wichtig. Daher gab es unter den Hauslauben stallartige Einrichtungen. Am dritten Bauabschnitt kann man eine weitere Änderung in der Zeit der Weimarer Republik festmachen. Während vor dem Krieg vor allem private Gesellschaften den Haus- und Wohnungsbau betrieben, wurden in den 20er Jahren gemeinnützige, privatrechtlich organisierte Wohnungsbaugesellschaften zu den Bauträgern. Die öffentliche Hand oder Gewerkschaften waren an ihnen oft zu 100% beteiligt. So wurde auf Veranlassung des Reichsarbeitsministeriums 1921 auch die Gemeinnützige Wohnstättengesellschaft mbH für Beamte und Angestellte der öffentlichen Verwaltung gegründet. Diese setzte von 1921 bis 1923 die Bebauung der Gartenstadt auf der östlichen Seite des ersten Bauabschnitts fort. Erneut wurden Mebis und Emmerich als Architekten beauftragt. Paul Mebis hatte sich nach dem Krieg an der Diskussion über den geeignetsten Haustyp für den zukünftigen Wohnungsbau beteiligt. In einem 1919 veröffentlichten Artikel brachte er zum Ausdruck, dass das zweigeschossige Vierfamilienhaus, das altbewährte Bürgerhaus der Provinzstadt, wieder zu Ehren gebracht werden müsse. Die Geschosswohnung sei die billigste, bequemste und schließlich auch gesündeste Kleinwohnung. So wurden, neben 8 Einfamilienhäusern, die von Mebis entwickelten Geschosswohnungsbauten mit insgesamt 102 Wohnungen errichtet. Dort gab es 5 Grundrisstypen mit 2 bis zu 5,5 Zimmern. Treppenhaus, Küche und Bad sind zur Straßenseite, die Wohnräume zur Gartenseite angeordnet. Die Wohnungen verfügen über eine Waschküche im Keller, eine Kammer im Dachgeschoss und einen Trockenboden. Alles sehr praktisch und funktional. Mebis und Emmerich wählten hier ein anderes städtebauliches Muster. Der Baubereich besteht aus einer Straßenrandbebauung, der nur durch eine abzweigende Sackgasse, eine Privatstraße, unterbrochen und gegliedert wird. Dadurch entstehen 2 Wohnhöfe mit den Mietergärten, die von allen Seiten nahezu umschlossen sind. Das gibt der Anlage einen leicht wehrhaften Charakter. An den Blockecken waren noch Stallgebäude vorgesehen, wurden aber nicht realisiert. Die Eingangsbereiche sind durch hervorstehende Kragsteine akzentuiert und ursprünglich gab es eine kontrastreiche Farbgestaltung. Diesmal wurden die Fassaden der Gebäude flächenhaft in den Farben Ocker, Grün, Braun, Weiß, Violett und Rot gestrichen und mit einem hellen Gesimsband unterhalb des Daches kombiniert. Hinzu kamen Akzente durch farbige Türen und Fensterrahmen. Heute ist das ursprüngliche Farbkonzept leider nicht mehr erkennbar, nachdem bereits in den 30er Jahren ein neuer Anstrich aufgetragen wurde. 1930 gab es dann noch einen 4. Bauabschnitt. Um Baulücken zu schließen, wurden 4 Bauten in Ergänzung zu den Reihenhäusern des 2. Bauabschnitts errichtet. Architekt war diesmal Franz Tondorf.
Die insgesamt 16 Wohnungen waren für kinderreiche Familien preußischer Beamter gedacht. Entsprechend den damals veränderten Siedlungsbaurichtlinien wurden die Fenstergrößen verringert. Außerdem fehlen den zuletzt entstandenen Häusern die für den Gartenstadtcharakter wesentlichen Elemente, die Holzlauben und die hölzernen Vordächer der Türen. Die Wohn- und Lebensqualität in der Gartenstadt Zehlendorf ist auch heute noch hoch, wozu auch ein Zusammengehörigkeitsgefühl der meist langjährigen Mieter beiträgt. Die Genossenschaft veranstaltet alljährlich ein Sommerfest. Wenn man sich all die Gebäude heute anschaut, wirkt die Gartenstadt Zehlendorf mit ihrer gemäßigt modernen Architektur nicht außergewöhnlich. Dennoch ist die Siedlung, wie gesagt, ein bedeutendes Beispiel für den reformerischen und genossenschaftlichen Wohnungsbau des frühen 20. Jahrhunderts mit seinen verschiedenen Phasen. Spannend ist, dass trotz der formalen und typologischen Unterschiede dieser verschiedenen Phasen die Gartenstadt wie eine städtebauliche Einheit wirkt und sich von der umgebenden Bebauung abhebt. In meinem nächsten Video werde ich ausführlich auf den Wohnungsbau in der Zeit der Weimarer Republik eingehen. Dieses Video dient da als Vorbereitung, aber auch umgekehrt wird man dann die Gartenstadt Zehlendorf nochmal besser einordnen und schätzen können. Und da ich selber in einer Wohnanlage der Architekten Mebis und Emmerich aus den 20er Jahren wurde, wird es wohl auch zu diesen Architekten nochmal ein Video geben. Bis dahin aber erstmal alles Gute.